Auslandaufenthalte für unsere Studierenden sind der Universität Zürich sehr wichtig. Die Universität ist ein Teil dieser Gesellschaft, die immer globaler wird. Und es ist wichtig, dass die Studentinnen und Studenten, die aus dieser Universität rauskommen, nachher auch gewappnet sind für die Arbeitswelt, wo sie ja immer werden mit Leuten aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten. Es gibt nichts Besseres, als das selber mal direkt zu erleben, sodass man merkt, aha, es gibt noch andere Wege, wie man etwas machen kann. Und der Aha-Moment, der Moment, wo man außerhalb der Komfortzone ist, das ist ein enorm wertvoller Lerneffekt, ein Lernmoment. Und den möchte ich jedem Student, jeder Studentin gönnen. Ich bin auf Ljubljana und in Slowenien gesehen, weil mir ist das lange so ein bisschen als Insider-Tipp für eine Feriendestination empfohlen worden. Man hat es noch nicht so kennt. Es ist eine kleine, aber herzige Stadt. Und dann, als ich gesehen habe, dass das eine Partneruni ist, habe ich mich informiert und festgestellt, dass es ein grosses internationales Netzwerk hat und auch sonst allgemein sehr viele Studenten. Und gerade aus meiner Disziplin von der Wirtschaftswissenschaften ist es auch spannend gewesen, in einem Land zu studieren, wo eine ganz andere Geschichte und einen Hintergrund wirtschaftlicher Sicht hat, im Vergleich jetzt zu der Schweiz, und darum dort mich angewagt habe, und es hat sich also gelohnt. Erasmus ist ein erfolgreiches Programm der EU und in der Schweiz haben wir dafür SEMP. Da unterstützen wir Studentinnen und Studenten bei ihrem Auslandaufenthalt. Und durch dieses Programm hat sich die Mobilität der Studierenden sehr verändert und in meinen Augen vereinfacht, weil sie von Anfang an eine Unterstützung haben. Sie wissen, die Universität, wo sie dann hergehen, ist geprüft von meiner Heiminstitution, von meinen Professorinnen und Professoren. Da gehe ich an einen guten Ort. Wenn ich zurückkomme, werden mir meine Studienleistungen anerkannt. Erasmus Plus hat einfach einen Wiedererkennungseffekt, nicht nur bei unseren Studierenden, aber auch bei den Incoming-Studenten, die von anderen Ländern kommen, der einen riesen Mehrwert bringt. Ich denke, egal wo man hingeht, ist ein Ausland eine extreme Bereicherung für den persönlichen Erfahrungsschatz und aber auch in akademischer Hinsicht, dass der Fokus halt an jeder Uni anders gelegt wird. Ich habe zum Beispiel hier an der Uni Zürich, wo ich studiere, relativ viele theoretische Vorlesungen belegt, wo ich dann feststellen konnte, dass das in Ljubljana an der Uni ganz praktisch angewendet worden ist und aber sehr viele Brücken schlagen konnte. Und darum der Meinung bin, eine neue Sicht auf die Sache ist sehr bereichernd gewesen. Es war mir auch noch wichtig, um mal etwas Neues zu sehen. Gerade auch in Ljubljana habe ich aus dem Erfahrungsbericht gelesen, dass sie ganz einen anderen Aufbau haben von der Unistruktur, wie sie unterrichtet werden. Was ich auf jeden Fall vom Auslandaufenthalt mitnehme, ist fachlich gesehen das Englisch reden, das Gespräch führen, nicht auf der Muttersprache, weil das gehört bei uns später zum Alltag. Wir haben so viele Patienten, die nicht muttersprachlich Deutsch reden, beziehungsweise auch Patienten, die wir auf eine Sprache ausweichen müssen, wo wir beide nicht muttersprachlich reden. Und dass man sich dem mal stellt und schaut, wie das ist, wenn man halt nicht jedes Wort gerade schon griffbereit hat. Ich würde jedem und jeder einen Auslandaufenthalt empfehlen, absolut. Also ein Auslandssemester würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Also ich würde allen Studentinnen und Studenten empfehlen, einen Auslandaufenthalt einzuplanen, ihr Studium. Die zurückkommen bei uns, die haben immer extrem gute Rückmeldungen. Sie sagen, das war der beste Teil von ihrem Studium. Und darum würde ich unbedingt empfehlen, das mit einzuplanen, von Anfang an. Auch ich habe eine Mobilitätserfahrung gemacht während meinem Studium. Ich bin einen Sommer lang nach Europa. Ich habe in Kanada studiert und für mich war Europa exotisch. Ja, der beste Teil von meinem Studium war für mich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Just do it.